Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir dieses unfassbar süße Würmchen. Das ist wirklich super einfach. Wir häkeln das einfach an einem Stück und geben die Form dann am Ende. Die Mütze findet ihr auch schon auf meinem Kanal. Die ist ohne zu häkeln, einfach nur aus einem Stück Toilettenpapier. Das verlinke ich euch unten. Und die Holzköpfe habe ich selber angemalt. Das sind 30 mm Köpfe. Das ist eine Mischung aus Acrylstiften, Kugelschreiber und Bleistiften, also Buntstiften auch. Und ja, dann fangen wir direkt an. Wir fangen von unten an und arbeiten uns nach oben. Ich mache diesmal eine knallige Variante. Und dann geht's los. Ich häkel mit einer 2,5 mm Häkelnadel. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür nehmen wir uns die Wolle, legen es zweimal um die 2 Finger, gehen mit der Häkelnadel hier rein, holen den Faden raus, holen den Faden und ziehen einmal durch. Somit haben wir den magischen Ring und den halten wir so fest und häkeln jetzt in diesen Ring 4 feste Maschen rein. 1, 2, 3 und 4. Das heißt, soweit alles gut. Wir ziehen das kürzere Stückchen zu und arbeiten jetzt direkt weiter. Wir gehen hier vorne direkt in die erste Masche wieder rein und häkeln dann 2 feste Maschen jetzt in jede Masche, so dass wir die zweite Reihe jetzt verdoppeln. 1, 2, dann in die nächste Masche, 3 und 4. Am Anfang ist das hier noch ein bisschen schwierig, aber das wird gleich einfacher. Dann in die nächste Masche, 5 und 6. Und hier in die letzte 4. Masche machen wir 7 und 8. Jetzt haben wir die zweite Reihe von 4 auf 8 verdoppelt. Und jetzt sind wir in der dritten Reihe. Ihr könnt euch jetzt auch einen Maschenmarkierer ranmachen, wenn ihr möchtet. Aber ich zähle jetzt mit. Hier häkeln wir jetzt einmal in jede Masche eine feste Masche. Das heißt, die Reihe ergibt auch wieder 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Somit sind wir jetzt auch mit der dritten Reihe fertig. Jetzt mache ich mir einen Maschenmarkierer ran. Jetzt sind wir in der 4. Reihe und wir werden jetzt jede zweite Masche einmal verdoppeln. Das heißt, in die nächste Masche kommt nur eine feste Masche. Dann in die nächste da drauf kommen dann jetzt 2 feste Maschen. Und das machen wir jetzt einmal die ganze Runde. Immer eine feste Masche und 2 feste Maschen. Jetzt können wir das auch schon ein bisschen umstülpen. Das ist halt die Spitze. Dann ist das auch einfacher mit den Maschen. Also wieder 2 feste Maschen und das einmal bis zum Ende der Reihe. Am Ende der 4. Reihe angekommen, Maschenmarkierer kann nach oben. Jetzt sind wir in Reihe 5 und werden hier nur eine feste Masche in jede Masche häkeln, die ganze Runde entlang, keine Zunahmen. Und dann machen wir gleich auch schon den Farbwechsel.
Wir sind jetzt am Ende der 5. Reihe angekommen und ich habe das eben vergessen zu erwähnen. Jetzt häkeln wir Reihe 6 und 7 auch nochmal mit nur festen Maschen, ohne Zunahmen und machen dann in Reihe 8 den ersten Farbwechsel. Am Ende der 7. Reihe angekommen. Wir haben jetzt Reihe 5, 6 und 7 mit festen Maschen gehäkelt, ohne Zunahmen. Jetzt machen wir den ersten Farbwechsel und da gibt es 2 Varianten, und zwar die einfache. Da legt ihr die Wolle einfach auf die Häkelnadel, zieht es hier einmal durch, zieht fest und häkelt einfach weiter. Oder die andere Variante. Da ziehen wir das einmal raus. Also bevor wir die letzte Masche von der letzten Runde beenden, ziehen wir einfach die nächste Farbe durch beide Schlaufen durch. Da ist der Übergang ein bisschen besser. Der Maschenmarkierer kann jetzt nach oben. Und jetzt häkeln wir in dieser Reihe auch wieder nur feste Maschen, ohne Zunahmen. So, jetzt haben wir die Reihe mit der neuen Farbe gehäkelt. Maschenmarkierer mache ich kurz raus und gehe auch hier bei der ersten noch mal rein, um den Übergang noch besser zu machen. Die andere Farbe, die brauchen wir nicht mehr, die schneide ich jetzt ab. Und auch den Anfangsfaden schneide ich kürzer. Das verschwindet dann nachher alles drin. Auch diese Fäden ziehen wir dann gleich zwischendurch einfach mit der Häkelnadel rein. Das kann ich jetzt einmal hier machen. Ich gehe hier einmal durch und ziehe mir den Faden einmal rein. Dann ist das nachher auch hier drinnen verschwunden. Wir werden natürlich auch noch Füllwatte reintun. Jetzt werden wir in der nächsten Reihe erstmal wieder verdoppeln. Ich mache mir wieder meinen Maschenmarkierer ran. Und ich werde natürlich Reihen, die sich gleich wiederholen, auch schneller spulen. Also in dieser Reihe, wir sind jetzt in Reihe 9, werden wir jede zweite verdoppeln, also in die nächste nur eine feste Masche und in jede zweite kommen dann 2 feste Maschen, so dass wir nach oben hin etwas größer werden. Dann wieder eine feste Masche und 2 feste Maschen und das bis zum Ende der Reihe im Wechsel jede zweite verdoppeln. Am Ende der Reihe angekommen, Maschenmarkierer wieder nach oben. Jetzt sind wir in Reihe 10 und Reihe 10, 11, 12 und 13 häkeln wir nur mit festen Maschen ohne Zunahmen. Das einmal das ganze Stückchen, also 4 Reihen lang, nur feste Maschen in jeder Reihe.
Wir sind jetzt am Ende der 13. Reihe angekommen. Wir machen jetzt wieder einen Farbwechsel. Das mache ich ja hier in die nächste, also in die letzte. Wir machen das so und bevor wir jetzt durchziehen, nehmen wir die neue Farbe und ziehen die neue Farbe durch die beiden Schlaufen durch. In der ersten Reihe bei dem Farbwechsel brauchen wir den Maschenmarkierer eigentlich nicht, weil wir sehen ja die neue Farbe, wann die endet. Und jetzt häkeln wir einfach ganz normal wieder feste Maschen. So. Farbe ist gewechselt. Und einfach die ganze Reihe erstmal wieder mit der neuen Farbe. Und jetzt wird es auch immer einfacher, weil wir machen jetzt keine großen Veränderungen mehr. Deswegen werde ich auch jetzt gleich viel noch schneller spulen. Erstmal bis zum Ende der Reihe mit der neuen Farbe. Am Ende der 14. Reihe angekommen, gehe ich hier nochmal in die erste rein, um das Pink jetzt zu überdecken und mache hier meine letzte Masche. Das sieht wirklich super schön aus, auch mit diesen knalligen Farben diesmal. Jetzt mache ich meinen Maschenmarkierer ran und das werde ich jetzt gleich schneller spulen. Also das war jetzt Reihe 14. Und Reihe 15, 16, 17, 18, 19 und 20 häkeln wir auch immer mit dem gelben jetzt, also eine feste Masche nur in jede Masche, ohne Zunahmen, einfach nur feste Maschen in den Reihen und machen dann weiter in Reihe 21 gemeinsam. Ich bin jetzt am Ende der 19. Reihe angekommen, also ich mache jetzt den Farbwechsel in der 20. Reihe und häkel nicht noch mit dem gelben die 20. Reihe. Das reicht dann an den Reihen. Jetzt machen wir wieder einen Farbwechsel. So. Maschenmarkierer kann für diese Runde wieder raus. Jetzt häkeln wir wieder eine Runde lang erstmal mit der neuen Farbe. Einmal alles schön festziehen. Und wir häkeln einmal durch. Jetzt haben wir unseren Farbwechsel und sind jetzt in Reihe 20 und Reihe 20, 21, 22, 23, 24 und 25 werden es jetzt werden mit dieser neuen Farbe. Und das mache ich gleich auch im Schnelldurchlauf. Wir machen keine Zunahmen, keine Abnahmen. Also wir häkeln in jede Masche nur eine feste Masche. Und das die ganzen genannten Runden jetzt entlang, machen dann wieder einen Farbwechsel und das wird dann auch unser letzter Farbwechsel gleich werden. Das sieht wirklich super schön aus jetzt schon und wir können auch jetzt auch schon ein bisschen das untere Stück mit Füllwatte befüllen. Dann ist es nachher nicht so schwierig. Wie viel ihr jetzt da rein macht oder wie fest es wird, das ist natürlich euch überlassen. So. Dann nochmal bis ganz nach unten. Und den Rest füllen wir dann gleich wieder auf. Und ich mache das jetzt einmal im Schnelldurchlauf.
die 6 Reihen mit der neuen Farbe. Wir sind jetzt am Ende der 25. Reihe angekommen, machen den nächsten Farbwechsel. Maschenmarkierer darf für diese Runde wieder raus. So, neue Farbe einmal durchziehen. Dann einmal alles festziehen. Und wir häkeln jetzt in Reihe 26, 27, 28, 29, 30 und 31 mit unserer neuen Farbe. Das mache ich auch gleich alles wieder im Schnelldurchlauf. Alles schön festziehen. Wieder keine Zunahme, keine Abnahme erstmal. Das machen wir am Ende dieser Reihe, dass wir dann die Farbe jetzt schließen werden und dann das Köpfchen oben dran kann. Und wie gesagt, alles wie gewohnt, einfach eine Runde erstmal mit der neuen Farbe und dann ganz normal Reihe 27, 28, 29, 30 und 31 und dann sind wir auch schon fast fertig. Ist eine Reihe angekommen. Jetzt werden wir einmal den Maschenmarkierer nach oben machen. Wir werden das gleich schließen. Jetzt machen wir erstmal mit Füllwatte noch voll. So, ich habe es jetzt ausgefüllt mit Füllwatte. Es ist weder ganz voll noch zu wenig. Jetzt werden wir hier oben einmal schließen. Dafür werden wir jetzt jede zweite Masche zusammennehmen, zusammen abnehmen. Das heißt, wir gehen bei der nächsten Masche in eine Schlaufe und bei der übernächsten Masche auch in eine Schlaufe, holen uns den Faden durch die beiden Schlaufen raus und machen dann eine feste Masche. Dann wieder von der nächsten Masche eine Schlaufe und von der übernächsten wieder eine Schlaufe, durch beide durchziehen und dann die feste Masche machen. Somit machen wir jetzt Abnahmen und wir schließen unser Würmchen. Das machen wir bis zum Ende der Reihe so, bis wir beim Maschenmarkierer angekommen sind. Immer von den nächsten beiden Maschen jeweils durch eine Schlaufe und so die Abnahmen. Dann zeige ich euch gleich noch, wie wir die Mütze machen und ich werde bei dem jetzt auch eine Schlaufe machen. So kann ich den Kopf und die Mütze dann noch einfacher dran machen. Das machen wir gleich auch zusammen.
So, jetzt haben wir diese Reihe mit den Abnahmen gemacht. Jetzt schneide ich meinen Faden ein bisschen länger ab. Das können wir hier einmal rausziehen. Maschenmarkierer können wir abmachen. Und jetzt kommt hier der Faden auf die Vernähnadel. Und dann gehen wir hier oben in die Richtung, wo es sich schön schließt. Da gehen wir auch durch einzelne Schlaufen einmal drumherum, bei jeder Masche durch eine Schlaufe. So, und am Anfang angekommen, heißt es jetzt nur noch einmal festziehen. Und so haben wir das jetzt geschlossen. Den Faden könnt ihr jetzt hier drinne vernähen. Am besten natürlich in derselben Farbe. Und dann schneide ich den Faden einfach erstmal nur ab. Jetzt ist es natürlich euch überlassen, in welcher Farbe ihr das Mützchen macht. Das haben wir ja auch im Winter ganz oft gemacht. Das geht ja wirklich super schnell. Das zeige ich gleich noch mal kurz. Und dafür nehmt ihr euch eine Toilettenpapierrolle oder eine Küchenrolle. Dann schneiden wir hier ein Stückchen davon ab. Ich drücke mir das kurz ein bisschen an und ungefähr so breit schneide ich mir jetzt einen Streifen ab. Dann schneide ich die eine Seite auf, nehme mir mein Köpfchen. Ihr könnt das natürlich anpassen auf euer Köpfchen. Ich lege mir das einmal drum, dann weiß ich, wie groß das ungefähr sein soll. Das Überschüssige schneide ich ein bisschen weg und mache mir schon mal ein Stück Tesafilm bereit. Und das nicht zu fest machen, weil da kommt ja jetzt noch Wolle drauf, damit die Mütze auch auf das Köpfchen drauf passt. Dann halte ich mir das so einmal fest, nehme mir hier Tesafilm, mache das erstmal hier am Anfang schön zu. Und das reicht auch eigentlich schon, sonst noch mal die Innenkante, damit die Wolle da nicht hängen bleibt. So. Bevor wir jetzt oben am Kopf weitermachen mit der Schlaufe, dem Gesicht und der Mütze, geben wir jetzt erstmal kurz noch unserem Würmchen seine Form. Dafür habe ich mir hier von denselben Farben jetzt 4 Fäden abgeschnitten und werde jetzt anfangen. Ich lege mir die Wolle einmal hinten hin, da wo sich die Farben wechseln. Das mache ich gleich noch mal ordentlich. Und gehe hier auch nach hinten. Ich mache so einen Doppelfaden. Dann mache ich einen Knoten und ziehe das richtig fest, nachdem ich das einmal schön auf den Farbübergang hingelegt habe. So sieht es denn jetzt aus. Das machen wir jetzt einmal mit allen gleich. Ihr könnt die Fäden dann auch gleich, wenn ihr möchtet, vernähen oder einfach abschneiden oder was flechten und auch dann drumherum machen oder mit Perlen. Das ist alles euch überlassen. Dann geht es weiter mit der nächsten Farbe. Das mache ich genauso. Erstmal hier vorne. Dann drehe ich mir das nach hinten.
Mache den ersten Knoten, guck nochmal, ob alles passt und ziehe dann fest. So, mache auch hier wieder 2, 3 Knoten rein. Ich schneide das jetzt erstmal ab. Dann geht es weiter. Und so sieht es jetzt schon mal aus. Super süß auch jetzt schon. Und da machen wir jetzt das Mützchen und die Schlaufe. Ich werde jetzt einmal die Schlaufe, glaube ich, in der Farbe machen und die Mütze in der Farbe. Das zeige ich euch auch einmal im Schnelldurchlauf. Ihr könnt weiter mit der 2,5 Häkelnadel arbeiten. Aber ich nehme jetzt erstmal für die Schlaufe die 3er. Und für das Mützchen brauchen wir ja gar keine Häkelnadel. Ich mache die Schlaufe jetzt auch ein bisschen länger, also ich lege mir die Wolle auf die Häkelnadel, drehe es einmal, ziehe einmal durch und mache jetzt eine Luftmaschenkette mit 50 Luftmaschen. Jetzt haben wir eine Luftmaschenkette mit 50 Luftmaschen gehäkelt. Wir schneiden den Faden ab, ziehen es einmal raus. Jetzt werde ich mir die beiden Stücke hier vorne einmal durchziehen und verknoten. Und dann können wir nämlich das Köpfchen drüber ziehen und auch oben dann einen Knoten machen. Das ist dann jetzt viel einfacher. Ich habe mir hier die Schlaufe jetzt schon mal festgemacht. Dann kann auch schon mal das Köpfchen da durch. So. Und je nachdem, wie locker das bei euch ist oder wie fest, ihr könnt jetzt hier oben schon mal einen Knoten machen, wenn ihr möchtet. Das werde ich auch gleich machen. Und jetzt fehlt nur noch die Mütze. Dafür nehme ich mir jetzt diese lila Wolle und schneide mir erstmal ganz viele Fäden einmal ab. Und zwar ungefähr so lang. Die Reste übrigens bewahre ich mir immer auf. Und damit könnt ihr natürlich auch andere Sachen befüllen dann. So, und jetzt einmal ganz viele Fäden. Einfach nur einmal abschneiden. Ungefähr gleich lang. Ist aber nicht schlimm, weil wir schneiden das nachher sowieso in Form. Wir haben jetzt diese ganzen Fäden abgeschnitten. Wir können auch immer noch welche nachschneiden. Jetzt nehmt ihr euch mal einen Faden in der Mitte, geht hier durch die Rolle durch und zieht einmal das da durch und einmal festziehen. Und das machen wir jetzt einmal komplett, bis die Rolle damit voll ist und bedeckt ist. Und so entsteht ganz schnell unsere Mütze. Ihr könnt die Farben nehmen, die ihr möchtet. Ihr könnt mehrfarbig machen. Da sind wirklich auch eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und so wird es dann. Nachher gleich machen wir das einmal oben zusammen und schneiden das dann in Form.
Den Rest spule ich dann jetzt auch wieder schneller. So, jetzt habe ich die ganze Pappe mit der Wolle umhüllt. Ihr müsst sie natürlich nicht so lang schneiden, wenn ihr möchtet. Für mich ist das einfacher und das alles, was ich gleich wegschneide, das verbrauche ich sowieso, weil damit mache ich ganz oft diese Mini-Wollknäuel und da freuen sich die Bekannten und Freunde sehr darüber, wenn ich die verschenke. Das habe ich euch auch unten verlinkt. Und jetzt kommen wir zum Abschluss. Jetzt werden wir uns einmal Wolle holen, da drunter legen und einmal festknoten. So, jetzt noch einen Knoten rein, damit es schön fest ist. So sieht es jetzt aus. Jetzt werde ich hier drumherum jetzt einmal alles schneiden und in Form bringen. Ich habe auch ein eigenes Video zu dieser Mütze, wenn ihr das da noch mal ausführlicher machen möchtet und schauen möchtet. Und jetzt schneide ich jetzt drumherum, bis es mir gefällt. Das spule ich dann jetzt schneller und dann machen wir das gleich auf unser Köpfchen rauf. Die Mütze ist nun auch fertig. Jetzt gehe ich hier oben mit der Häkelnadel durch, hole mir die Schlaufe da raus und setze dem Köpfchen die Mütze auf. Die passt auch wirklich super, sieht super süß aus. Und schon ist euer Würmchen jetzt fertig. Ihr könnt jetzt natürlich dekorieren, wie ihr möchtet. Hier habe ich so eine Rose aufgeklebt. Ihr könnt hier unten auch noch was machen, wenn ihr möchtet. Oder hier auch an den Übergängen. Das ist euch überlassen. Markiert mich gerne auf euren Werken. Ich verlinke euch alles unter dem Video bei Facebook, Instagram oder TikTok. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten und lasst einen Daumen nach oben da. Dann ganz viel Spaß beim Mithäkeln und Nachhäkeln und bis bald!